Guten Tag, dieses Interview hat sich ganz spontan ergeben. Mein Name ist David Martin, ich bin Diabetologe und Endokrinologe und beschäftige mich auch mit den Langzeitwirkungen von Diabetes. Und eine Langzeitwirkung ist, dass Patienten immer wieder Schmerzen haben und das ist gar nicht so leicht zu behandeln. Und jetzt habe ich Sie begegnet und Sie haben für sich eine Therapie entwickelt oder gefunden. Und das hat mich so interessiert, dass ich Ihre Erzählung, das war mehr oder weniger zwischen Tür und Angel, unterbrochen habe und gesagt, das müssen wir eigentlich aufnehmen, weil es so viele Patienten gibt, die davon profitieren könnten. Und wenn Sie kurz erzählen möchten, wie es dazu kam. Also dazu kam es eigentlich, dass ich schon seit 8 Jahren ungefähr an verschiedensten Schmerzen am gesamten Körper leide. Schon zig verschiedenste Therapien durch habe, immer wieder Krankengymnastik, Osteopathie, manuelle Therapie und eigentlich alles nur sehr kurzfristig geholfen hat. Also die längste Dauer war eigentlich so 3 Monate, allerdings hatte ich dann auch davor 18 Behandlungen durchgehend. Also immer 1- bis 2-mal pro Woche und das dann über längeren Zeitraum. Und dann war eigentlich die längste Dauer, dass es mal gut auszuhalten war, nicht komplett schmerzfrei, aber gut auszuhalten, 3 Monate eigentlich. Und ich habe einfach irgendwann auch nicht mehr weiter groß, weil es kam nach jeder Therapie, die ich hatte, also meine Therapie und alles, sind eigentlich immer neue Schmerzen dazugekommen. Oft Dauerkopfschmerzen, Migräneanfälle, Nackenproblemen, Lendenwirbel, dann waren es wieder Brustwirbel, dann zum Schluss kamen noch massive Knieprobleme hinzu, Muskelschmerzen immer, also vor allem auch die kleinste Belastung eigentlich, Laufen und alles, immer Schmerzen. Und auch so ein massives Brennen in den Muskeln. Ich habe dann eine Therapeutin gehabt, die macht Narbentherapie nach Böger und die hat eigentlich dann nach vielen Behandlungen zu mir gesagt, ich denke, dass das irgendwie mit deinem Diabetes zusammenhängt. Das ist einfach, sagt sie, ich kann dir da auch nicht wirklich helfen. Ich denke, das sind so viele Verklebungen und sie denkt, dass ich da irgendwie Faszientherapie oder diese Muskelverklebung einfach zu einem Spezialisten gehe. Und ich habe dann halt im Internet recherchiert und habe dann geguckt und bin dann halt auf diesen Fascia Releaser gestoßen und habe mir das einfach bestellt. Und da war halt das Buch, ich habe so ein ganzes Set bestellt und da war halt das Buch dabei und dann habe ich halt da angefangen zu lesen und habe dann bin auf den Christopher gestoßen und dass das hier in Stuttgart ist und habe dann eigentlich gedacht, zu verlieren habe ich nichts mehr. Entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Und es ist wirklich nach den Behandlungen und vor allem nachdem ich selber mit dem Fascia Releaser ganz viel schon gemacht habe und dann halt immer mehr dazugelernt habe, habe ich halt gemerkt, es wird jetzt endlich besser. Und es ist auch, ich meine, auch vom Diabetes her, die Insulinwirkung war nach den Behandlungen immer geringer, viele Unterzucker danach. Also das heißt, Sie bräuchten deutlich weniger Insulin? Unmittelbar nach den Behandlungen eigentlich. Also wenn die Behandlung sehr intensiv war, wie ich es zum Teil hatte, war es sogar 3 bis 5 Tage, dass ich wesentlich weniger Insulin gebraucht habe. Vor allem beim Essen, Abspritzen muss ich sehr vorsichtig sein. Also da eigentlich anders noch als Sport, weil 3 bis 4 Tage ist ja relativ lang, die Wirkung anhalten. Sport ist ja 2 Tage, das ist... Also es ist vom Gewebe her, irgendwie tut sich da so viel, dass das im ganzen Körper irgendwie, also von der, ich weiß nicht, vom Zusammenspiel irgendwas... das heißt, die Schmerzen waren besser? Die Schmerzen waren wesentlich besser. Und Sie brauchten weniger Insulin. Und die Diabetes-Einstellung war zunächst dann teilweise vielleicht sogar schwieriger, weil Hypoglykämien auftraten. Man musste sich an diese geringeren Gebrauch gewöhnen. Ja. Und die Einstellung insgesamt? Also die Einstellung insgesamt habe ich gar nicht weiter verändert. Ich habe nur dann, wenn ich nach den Behandlungen oder so, mittlerweile weiß ich nehme 20% von der Basalrate, ich habe einen Insulinpump, 20% von der Basalrate raus. Und das ja auch beim Essen geringer, dass ich 1 bis 2 BE eigentlich weniger abspritze. Und wie ging es Ihnen seelisch, also von den Gefühlen her? Ja, ich habe schon wieder Mut gehabt. Also ich habe eigentlich echt gedacht, so, okay,
Das ist jetzt was, wo ich selber ganz viel machen kann, wo ich nicht nur von den Therapeuten abhänge, die mir dann immer wieder sagen, selber kann ich nichts machen. Das ist einfach, die Muskulatur ist so fest, Sport bringt nichts. Und ich halt jetzt Das heißt, mehrere Ärzte haben gesagt, sie können nichts machen. Ja. Damit ich ein Bild bekomme, könnten Sie mir ganz kurz zeigen, an einer Stelle, was Sie eigentlich da machen. Das ist ja das, was Sie verwenden. Also ganz viel mache ich halt auch an die Beine. Also was Sie besonders geholfen hat. Die Spritzstellen. Ich tue es halt in 2. Ich tue halt roh, also erst einölen oder mit einem Nadelroller und dann halt wirklich diese Haut hin und her schieben. Und das vibriert? Und ich habe das vibriert, genau. Und ich schiebe halt wirklich die Haut hin und her. Und das eine Viertelstunde lang mit dem gesamten Oberkörper, mit auch Brustbereich nach außen und nach innen und unter die Beine dann, erst Oberschenkel, außen, innen, unten. Und für das Ganze brauchen Sie eine Viertelstunde? Oder? Eine Viertel bis halbe Stunde. Also gut, wenn ich mit Nadelroller vorher und einölen und allem drum und dran, ja, ist schon eine halbe Stunde dann gut hin. Also als ich davon hörte, habe ich mich gefragt, ob wir für manche Menschen sowas brauchen, so wie wir Zähnebürsten haben, eine Art Gewebsbürsten, um zu schauen, dass genauso wie wir keine Plaque ansammeln wollen an den Zähnen, und das ist bei Diabetes besonders wichtig, auch keine Residuen in den Geweben ansammeln wollen. Ist das für Sie ein Gefühl? Was haben Sie am Anfang gemerkt? Also was hat sich verändert an Ihrem Gewebe? Die Haut ist anders geworden. Also das war so das Erste, wo ich gedacht habe, ich kann meine Haut anheben. Das konnte ich nie. Das konnte ich nie, weder in den Händen noch irgendwo anders. Also ich konnte immer so mit dem Unterhautfettgewebe, das geht, aber so die Haut, nur allein die Haut nehmen. Und meine Haut war weich. Das ganze Gewebe war immer gespannt. Also nachdem Sie die Behandlung angefangen haben? Ja. Also es war zum Teil auch, dass ich bis zu 6 Kilo Wasser eingelagert habe. Ja? Wo ich bei Ärzten war, aber wo organisch nichts feststellbar war. Das heißt, haben Sie gemerkt, dass das Wasser nach dieser Behandlung abgeht? Ja. Also das finde ich höchst spannend und das ist der Grund, warum wir das auf uns nehmen, jetzt das zu filmen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass andere Menschen das erfahren, dass man sich selber wirklich helfen kann in dieser Situation. Und ich denke, es wäre auch spannend, eine Studie zu machen. Und wenn Menschen interessiert sind, dann sollen sie sich melden bei Christopher Gordon, der dieses Gerät entwickelt hat, oder bei mir, dass wir da was machen, um das auch zu beweisen, dass es bei manchen Menschen, das wird vielleicht nicht alle Menschen, so viel bewirkt. Und, ja, und vielen, vielen Dank, dass wir ganz spontan dieses Gespräch führen durften vor Kamera.